Herzlich willkommen heute bei Schattenstrategie, moderne Kriegsführung. Man sieht das heute ganz genau. Viele haben im Kopf Robotik, KI, Hightech und genau heute sieht man ganz genau, was es der Unterschied macht im Ukraine-Krieg, um das Ziel zu erreichen. Moderne Kriegsführung, was denkt man darüber? Man denkt eigentlich KI, Robotik, Zahlen, Quantität, das sind die entscheidenden Faktoren. Aber heute muss man sagen, dass mehr die entscheidenden Faktoren sind: Drohnen, Moral, Improvisation und Lernfähigkeit. Die Armee, wo besser anpassungsfähig ist, wird es auch schaffen, sich am besten an diese ganzen Sachen zu orientieren. Besonders bei den heutigen Zeiten. In diesem Video schauen wir uns an, wieso nicht mehr die größten und teuersten Armeen gewinnen, sondern die anpassungsfähigste. Die Armee, wo sich besser in dem Terrain etabliert, hat heute mehr die Dominanz auf dem Schlachtfeld. In besonderen Bezug kann heute ein einzelner Soldat mit einer Drohne mehr Auswirkungen haben, wie heute ein Soldat mit einem ganzen Panzerzug. Heute sieht man Drohnen, sie fliegen über das Schlachtfeld, filmen in Echtzeit, geben Koordinationen an Artillerie weiter oder fliegen als Kamikaze-Bomber direkt auf Ziel. Früher waren es Speer und Pferde. Heute sind die Drohnen und fliegen über das Schlachtfeld, filmen in Echtzeit, geben Koordinaten an Artillerie weiter oder fliegen Kamikaze-Bomber direkt in das Ziel. Und das Besondere daran, man braucht keine Milliardentechnik mehr. Viele dieser Drohnen sind FPV-Racer-Drohnen, gebaut aus Bauteilen für ein paar $100. In der Ukraine sind Drohnen so wichtig geworden, dass teilweise Einheiten 10.000 Stück pro Monat anordnen müssen, um überhaupt effektiv auf dem Schlachtfeld zu sein. Warum, fragt ihr euch? Weil sie das Schlachtfeld verändert haben. Kein Konvoi bleibt heutzutage unentdeckt. Kaum eine Einheit bleibt dadurch gesammelt. Es sind die Augen des Gegners über ihr. Und Sekunden später prasseln schon FPV-Drohnen und Artilleriegranaten ein und zerschlagen die Einheit komplett. 70-90% aller zerstörter Fahrzeuge sind auf FPV-Drohnen zurückzuführen. Das ist wahnsinnig, oder? Und auch Russland hat mittlerweile seine eigenen Drohnenproduktionen mit den Glasfaserdrohnen, Lancet und so weiter und so fort. Es entwickelt sich rasant weiter. Fazit: Wer die Drohnenluftherrschaft beherrscht, dominiert das Schlachtfeld oder zahlt einen sehr hohen Preis an Männern und Infanterie. So mächtig ist diese Technik auch nicht. Sie ersetzt nicht den Soldaten, wo im Graben ist oder unter Beschuss steht und trotzdem noch dagegen kämpft. Moral ist entscheidend. Das hat schon Clausewitz gesagt. Und das sehen wir auch in der Ukraine. Eine hochmotivierte Infanterie, wie zum Beispiel die Azov-Brigade, kann mit wenig Ausrüstung einen ganzen Angriff stoppen, wenn er clever kämpft. Vor Kiew haben die ukrainischen Einheiten mit wenigen Panzerabwehrwaffen die russischen Kolonnen zerstört. Warum? Weil sie wussten, wie der Gegner kommen wird und sie genau vorbereitet waren, um diese Hinterhalte zu legen. Selbst wenn die Russen manchmal Erfolge erzielen, das machen sie auch nur, weil sie ihren eigenen Leuten Druck machen und sie einfach umlegen oder zurückschicken, falls sie desertieren sollten. Die meisten russischen Erfolge sind dahin zurückzuführen, daher, dass die Truppen teilweise wieder zurückgezogen werden an die Front, obwohl sie verletzt sind und sie weiterhin Druck machen und trotz Menschenleid und Material ohne Rücksicht auf Verluste weiter vorrücken. Moral kann ein Multiplikator sein. Motivierte Truppen machen aus wenig sehr viel. Demotivierte Truppen machen aus viel wenig. Kapitel 3: Warum der Krieg nicht durch Mathematik gewonnen wird. Viele denken, wenn wir mehr Soldaten, mehr Munition, mehr Panzer, mehr Fahrzeuge hat, dass man den Krieg gewinnt. Russland hat an den meisten Frontabschnitten eine 5-fache Überlegenheit. Und trotzdem kommen sie kaum voran. Warum, fragt ihr euch? Die Ukraine konnte mit wenigen Kräften tausende Angriffe stoppen, dank Drohnen und eine koordinierte und gut überlegte Verteidigung. Weil er klug handelt, weil er vorbereitet ist und auch genau weiß, wie er den Gegner rauslockt aus seinen Löchern und ihn so bekämpfen kann. Mit einem stetigen, langsamen Rückzug. Das heißt, man verlässt eine Stellung, der Gegner rückt ran, muss dich zeigen, du bekämpfst ihn. Ganz einfach. Sie kamen mit Wellen von Menschen und
was hatten wir? Wir hatten Minen, Drohnen und Entschlossenheit. Eine spannende These, oder? Mathematik gewinnt keinen Krieg. Mathematik kann dich vorbereiten. Die Mathematik kann dich vorbereiten, aber im Krieg selbst ist der Krieg selber sehr chaotisch und da kann dich keine Formel drauf vorbereiten. Was wirklich zählt ist, wer lernt schneller, wer passt sich schneller an und wer hat die neuere Technik, wo er dafür einsetzen kann. Wer denkt schneller, wer lernt schneller und wer passt sich schneller an. Kapitel 4. Lernen und Improvisation, die wahre Superkraft. Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur ein Kampf der Waffen, sondern ein Kampf der Lernfähigkeit. Beide Seiten passen sich ständig an, sei es die Russen mit ihren Motorrädern oder die Ukrainer mit ihren Drohnen. Russland begann mit riesigen Panzerformationen. Anfangs haben die Ukrainer Aufklärungsdrohnen und sie mit Artillerie zerstört, später mit FPV-Drohnen. Russland reagierte mit kleinen Kampfgruppen, die Ukraine reagierte mit neuen Sprengladungen und Taktiken. Jede Woche verändert sich etwas auf dem Schlachtfeld, wie zum Beispiel die Schrotpatrone. Am Anfang wurde sie jetzt nur mit Schrumpfschläuchen gemacht, jetzt gab es eine Weiterentwicklung mit 3D-Druck, wie man eine Patrone, eine Hülse reinbaut und so keine Rückstände mehr in der Waffe hat. Drohnen werden immer besser, die Verteidigung wird immer cleverer. Soldaten entwickeln spontane neue Wege, um zu überleben und schlussendlich auch um zu siegen. Ein Offizier sagte, wir dürfen keine Armee aus dem Lehrbuch sein. Wir müssen eine lernende Organisation sein. Und das gilt für alle modernen Konflikte. Wer stur bleibt, verliert. Wer improvisiert, gewinnt. Mein Fazit: Moderne Kriegsführung ist kein Sachspiel mit festen Regeln. Es ist ein dynamisches System, wo Technik und Menschen, Strategie und Moral sich ständig neu mischen. Drohnen sind der Gamechanger, aber ohne Menschen am Boden nutzlos. Moral ist entscheidend, Flexibilität ist entscheidend, Anpassung ist die neue Waffe. Nicht der mit dem meisten Soldaten gewinnt, sondern der mit den meisten Ideen. Und das ist vielleicht die wichtigste Lehre aus dem Ukraine-Krieg. Was denkst du? Wie sieht die zukünftige Kriegsführung aus? Sind Drohnenschwärme die neue Artillerie? Oder die KI, wo bald uns die Regeln vorgibt? Oder ist der Mensch immer noch eine wichtige Entscheidungskraft auf dem Schlachtfeld? Wenn du moderne Kriegsführung verstehen willst, dann lass da ein Abo und ein Like da. Und genau du dahinter ist der, wo immer noch die KI übertrumpfen kann. Die KI kann uns unterstützen, aber sie kann uns nicht ersetzen. Bis zum nächsten Mal, bleib kritisch und hinterfrage, nur wer lernt, gewinnt die Kriege.